Und währenddessen rückt der 66. Eurovision Song Contest immer näher. Vom 10. bis zum 14. Mai wird der größte Musikwettbewerb der Welt im Paleolimpico in der italienischen Stadt Turin stattfinden. Kandidatinnen und Kandidaten aus 41 Ländern treten dort heuer an. Und wer für Österreich singen wird, das wissen wir seit heute auch. DJ Lumix und Pia Maria. Gleich begrüße ich die beiden hier im Studio. Davor noch einige Einblicke von Dietmar Petschl. Das sind sie also, die österreichischen Song Contest Stars 2022. Die 18-jährige Tirolerin Pia Maria und der 19-jährige DJ Lumix aus Oberösterreich haben sich bei der ORF-Fachjury durchgesetzt. Wir haben wirklich so ein junges Team am Start wie noch nie. Und das ist irgendwie, glaube ich, auch ganz ein gutes Zeichen, weil gerade die Jugend hat sich in den letzten 2,5 Jahren besonders schwer gehabt. Ich glaube, da ist eine große Sehnsucht auch wieder da, sozusagen nach außen zu gehen, zu feiern. Es war nicht das Ziel, jetzt modern und jung absichtlich zu sein, sondern es hat sich über die Auswahl des Songs einfach ergeben. Ich finde es sehr schön, weil gerade die junge Generation in Zeiten wie diesen sehr viel zu sagen hat. Luca Michelmeier alias DJ Lumix ist trotz seines jugendlichen Alters schon ein echter Star. Seine tanzbaren Songs wurden im Internet inzwischen über 500 Millionen Mal gestreamt. Für den Song Contest lässt er sich von der Sängerin Pia Maria unterstützen. Wir haben diesmal also einen sehr, sehr starken Song am Start und eine sehr starke Sängerin. Also das wird auch für einige durchaus Überraschungen bieten. Das Lied, mit dem sie im Mai in Turin antreten werden, ist noch geheim. Doch eine kleine Gesangsprobe haben wir schon bekommen. Es wartet noch viel Vorbereitungsarbeit auf die beiden. Neben den Proben für die Bühnenshow gilt es auch zahllose Interviews und Presseauftritte zu absolvieren, bevor es Anfang Mai nach Turin geht. 2020 ist der Song Contest wegen Corona ganz ausgefallen. 2021 konnte er in Rotterdam nur unter größten Einschränkungen stattfinden. Umso mehr hofft Stefan Zechner, dass in Turin heuer wieder ausgelassen gefeiert werden darf. Es ist jedes Jahr ein bisschen anders und insofern heuer neue Künstler, ein neuer Song, eine neue Inszenierung zu finden. Und das große Thema ist, glaube ich, einfach, inwiefern schränkt uns Covid ein. Und im Mai heißt es dann Daumen drücken für Pia Maria und DJ Lumix. Ja, also die Stimme ist definitiv schon geölt. Herzlich willkommen, Pia Maria und DJ Lumix. Hallo. Luca darf ich sagen, gell? Ja. Schön, dass ihr da seid. Also tolle Sache, große Überraschung für euch beide. Wie und wo habt ihr es erfahren? Also das war jetzt circa vor einer Woche, dass wir es wirklich offiziell mitgekriegt haben. Aber es hat viel, viel mehr dazu gehört. Also wir haben da echt schon lang dran umgefeilt. Was konkret heißt das, wenn ihr sagt umgefeilt, also herumgefeilt? Warum? Was habt ihr da genau gemacht? Also ich bin ja Musikproduzent und ich habe den Song geschrieben und produziert, gemeinsam mit anderen Songwritern und Produzenten. Und die Sängerin, die wir auf dem ursprünglichen Demo gehabt haben, war ja keine Österreicherin. Und wir haben deshalb eine österreichische Sängerin gesucht. Und sind auf die Pia gestoßen und die hat das richtig gut gemacht, gleich beim ersten Take, glaube ich, eingesungen. Und dazu sagen müssen wir vielleicht, wir sind nie gemeinsam im Studio gewesen, da, sondern wir haben uns erst danach kennengelernt, weil ich aus Mailand gearbeitet habe und sie aus Tirol. Du hast aus Mailand gearbeitet? Genau, ja. Schon die letzte Zeit, die letzten Jahre, oder wie stelle ich mir das vor? Ja, also ich bin jetzt 19, bin vor gut 1,5 Jahren ausgewandert nach Italien, nach Turin, habe 6, 7 Monate in Turin gelebt. Also ich kenne dort auch viele Leute, fühlen mich dort voll zu Hause und bin halt jetzt dann nach Mailand umgezogen mit meinem ganzen Team. Und vielleicht erwähnen müssen wir noch, dass meine Mama Italienerin ist, also ich halb Italiener bin und die Sprache fließend spreche. Ja. Das wird sich ja, es hört sich wirklich gut an jetzt. Das Ganze scheint gut ineinander zu fließen. Hast du dich beworben oder wie seid ihr auf die Pia gekommen? Boah, das ist echt alles ruckzuck gegangen und ganz spontan. Mein Manager, also mein jetziger Manager, hat mich da angerufen und hat gesagt, hey, Pia, ich hätte was für dich, geh ins Tonstudio, nimm das auf, wir probieren es jetzt. Hat man natürlich erzählt, dass das für ein ESC wäre. Und eben, das ist dann alles einfach, es hat super gepasst von Anfang an und ja, so ist das eigentlich echt total schnell ins Rollen gekommen. Jetzt könnte man ja sagen, also wie wir gehört haben, du bist ja quasi ein alter Hase, wenn man das sagen kann, mit 19, machst schon wirklich lang Musik, bist wirklich auch schon sehr erfolgreich in diesem Genre. Die Pia ist, macht natürlich auch schon Musik, aber das ist schon eine große Kiste jetzt. Ja? Voll. Also ich habe Musik schon immer geliebt und auch schon immer gemacht. Und mit 15 habe ich da mein erstes Lied rausbekommen und da ist nachher eben mein jetziger Manager auf mich gekommen. Also, ja.
Ja, aber was stellt sie euch jetzt so ein? Also jetzt weiß man, jetzt vertritt man Österreich, das ganze Land beim ESC. Was bedeutet das für euch? Was stellt sie euch ein? Also wir versuchen natürlich einen jungen Schwung reinzubringen, ja, beide Teenager. Und nach letztem Jahr hat man auch gesehen, dass Måneskin halt auf jeden Fall Diversität und vor allem auch ganz was Neues wieder zum Song Contest braucht, ein neues Leben eingehaucht hat. Und das wollen wir auf jeden Fall so weiterführen, darum auch mit dem Song? Mit dem Song Halo jetzt. Wir dürfen zwar noch nicht so viel über den Song selber verraten, aber er repräsentiert auch... nichts singen. Ich habe mir jetzt gedacht, vielleicht beknie ich euch, aber leider nicht. Nichts. Aber auf jeden Fall soll er das repräsentieren und auch text- und rhythmusmäßig wieder... Genau. Wir wollen einfach motivieren und aufmuntern. Ja. Es ist ein Dance-Song. Es ist ein Pop-Dance-Song. Wir nennen ihn so, weil er Elemente aus der elektronischen Musik hat. Also wenn man meine Produktionen kennt, das ist natürlich ein ganz elektronischer Sound, aber wir haben probiert, das mit Pop-Elementen wie Sing-Along-Hooks und einfach vom Rhythmus her und vom Gesang, wie man es halt abmischt und so, das radiotauglich auch zu machen. Also clubspielbar, aber auch spannende Sache, weil es werden natürlich Balladen ins Rennen gehen. Ich glaube, die Italiener gehen mit einer Ballade rein, ihr mit einem sehr fröhlichen Pop-Dance-Song. Auch etwas versucht sie damit auch den Geist der Zeit ein bisschen wieder zu spielen, weil alle wollen ja eigentlich raus, ein bisschen bewegen, ein bisschen Party machen. Ist es auch das? Genau, das ist unser Ziel. Wir wollen die Leute jetzt einfach mitreißen, genau in der Zeit. Ich glaube, jeder von uns braucht jetzt einfach irgendeinen Ausgleich und wir hoffen, dass wir einfach ein paar Leute mit dem Freude machen können. Ja, also diese Corona-Pandemie neigt sich jetzt hoffentlich bald dem Ende. Ja. Und wie schon vorher kurz angeschnitten, eben der Song hat auch Elemente drinnen, die genau auf das halt anspielen, dass wir jetzt wieder frei sind und wieder voll drauf können. Ja. Super. Wisst ihr schon, auf was ihr euch alles gefasst machen müsst? Viele Interviews wahrscheinlich, die jetzt auf euch zukommen? Das auf jeden Fall. Also wir haben heute schon, glaube ich, um die 10, 12 Interviews geführt, gestern auch schon. Das ist für uns beide noch ein bisschen Neuland, weil wir halt trotzdem zwischen Fernsehen und Radio und so noch nie recht umeinander gekommen sind. Aber ich glaube, es ist eine echt spannende Erfahrung, die wir da machen dürfen. Und wir nehmen es mit offenen Armen entgegen und freuen uns halt. Wir sind einfach motiviert. Natürlich. Also wir drücken ja sowas von fest, die Daumen. Ihr harmoniert ja sehr, sehr gut miteinander, auch als Team, finde ich jetzt. Und ich glaube, das wird gut gehen, glaube ich, gell? Hoffentlich. Viel Zeit zum Skifahren werdet ihr ja wahrscheinlich nicht haben, oder, derzeit? Na? Eher mehr im Studio schwierig, sein? Ja. Aber zum Skifahren ist es so, die Kaffeepreise haben wir jetzt. Kaffee, aber Turin. In Turin trinkt man natürlich, weißt du was, einen schnellen Kaffee, einen Stehkaffee, oder? Das gehört dazu. Schauen wir mal.